Noch sieht es hier ein bisschen trostlos aus, im Waldseebad in Bärfelden im Odenwald. Also ich denke, die wenigsten Bäder in Hessen müssen ihre Löcher in den Boden stopfen oder geschweige denn das Becken streichen. Das ist hier bei uns natürlich eine ganz individuelle Geschichte. Aber das wirkliche Problem ist ein ganz anderes. Wer weiß, ob es hier im Sommer wieder so schön wird. Von uns aus könnte es losgehen, aber es steht und fällt eben mit der Frage, ob ich die Badesaison voll kriege mit Rettungsschwimmern. Der Worst Case wäre, dass wir hier arbeiten im Frühjahr und das Schwimmbad am Ende doch geschlossen bleibt. Keine Rettungsschwimmer zu finden. Dabei tut Ina Bottelberger wirklich alles, um gegen den Personalmangel anzukämpfen. Was machen wir? Tatsächlich habe ich mir seit vielen Jahren angewohnt, so die umliegenden Gymnasien anzuschreiben. In der Oberstufe sind die Leute dann schon 18 Jahre alt. Da schicke ich immer einen kleinen Text hin, der dann bei den Sportlehrern oder im Sport-LK dann irgendwie beworben wird. Im Odenwälder Echo haben wir inseriert, in unserem Oberzent aktuell haben wir inseriert. Letztes Jahr war HR3 schon da, es war auch letztes Jahr im Frühjahr schon Thema mit dem Rettungsschwimmermangel. Also es ist nicht so, dass wir untätig bleiben, aber dafür bleibt doch wenig hängen, dass so in den letzten Jahren viel die Werbetrommel gerührt wird. Sogar die finanziellen Kosten für die Ausbildung der Rettungsschwimmer will die Gemeinde übernehmen. Und bezahlt wird der Job an der frischen Luft auch gut, mit 12 € Mindestlohn. Es wäre ein großer Verlust für alle Schwimmbadbesucher, wenn dieses schöne Bad im Odenwald nicht seine Pforten öffnen könnte, ganz besonders für die Kinder. Ja, wir stehen hier eigentlich schon richtig zu dem Thema, das dazukommt, ne? Schwimmfähigkeit von Kindern. Irgendwo müssen Kinder schwimmen lernen. Ich sage mal, ich gebe selbst auch Schwimmkurse. Wer sein Seepferdchen hat, ist noch kein richtiger Schwimmer. Das heißt, Schwimmfähigkeit muss auch verbessert werden, ne? Es gibt natürlich auch Leute, die einfach die Schwimmen als Hobby haben, die natürlich auch irgendwo hin müssen, ne? Und generell würde ich sagen, Schwimmbad ist einfach ein Treffpunkt im Sommer, ne? Dass Kinder im 3. Schuljahr die Möglichkeit haben müssen, schwimmen zu lernen, ist übrigens sogar gesetzlich festgelegt. So, jetzt hoffen wir, dass ganz viele junge Menschen Lust haben auf den Job als Rettungsschwimmer. Übrigens werden die und anderes Personal nicht nur im Waldseebad Bärfelden gesucht, sondern auch in anderen hessischen Schwimmbädern.